Was für ein Spiel, 6:1, Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, 6:1, Vini Junior ist der MVP, Arda Güler diesmal nicht ganz so stark, Bellingham gut, die ganze Mannschaft hat gut performt. Wir werden reingehen in die Auflösung beziehungsweise in die Statistiken und so weiter und so fort. Und ich werde euch auch erzählen, wer mir gestern gar nicht gefallen hat. Genau, ja. Also 6:1 gegen Monaco, das war endlich mal ein Spiel, was man sich angucken konnte, beziehungsweise schon antun konnte, weil ihr wisst ja, die letzten Spiele katastrophal, aber diesmal endlich ein richtig gutes Spiel. Zwar war der Gegner nicht gerade der stärkste, aber er hat trotzdem mitgespielt, ne? Erinnert euch an den Lattentreffer und die hatten ja eine Phase, wo ich schon wieder dachte, in welche Richtung geht das? Und ja, ich werde mal die Einblendungen hier, die Bewertungen angeben. Vini Junior, ich habe es ja schon erzählt, hat oder ist der MVP geworden mit einer 10,0. Ja, ich wollte gerade nur 10 sagen, als 10,0. Ja, das hat man selten, aber ich muss schon sagen, er war gestern wirklich gut. Er war hier, er war da, hat Vorlagen, er hat ein Tor gemacht und so weiter und so fort. Also er war wirklich ziemlich gut, genau wie Mbappé, aber das ist jetzt auch nichts Neues mit 9,4. Ja, Tchouaméni 7,2, warte mal, ist das so klein, kann ich nicht lesen, 7,3, sorry, und Arda Güler 6,9. Ja, zu Arda Güler kommen wir gleich. Bellingham war auch gestern gut, 8,4, Hausen mit 6,3 natürlich leider nicht so gut. Ja, und da muss ich auch mal ganz kurz was zu sagen. Ich finde, bis jetzt ist der Transfer von Hausen nicht wirklich geistreich gewesen. Es mag sein, dass er gut ist und er hat auch seine Stärke, aber ich finde, er performt die letzten Spiele überhaupt nicht. Klar, es haben ja alle nicht so gut performt, aber auch dort vor. Bis jetzt hat er mich nicht so wirklich überzeugt. Asensio war gestern übrigens auch nicht so gut, wurde auch schnell ausgewechselt. Hat Valverde mitgespielt? Jetzt mal eine Frage. Ernsthaft, hat Valverde gestern mitgespielt? 7,3. Ja, er hat natürlich mitgespielt, aber unauffällig. Und Thibaut Courtois, ja, eine 7,4. Aber Vini auf jeden Fall MVP. Ich gucke hier übrigens nur nach links, weil ich habe die Statistiken natürlich nicht im Kopf. Und einmal noch ein Wort zu Daniel Ceballos. Ja, der Fehler zum Gegentreffer und ja, zu Ceballos. Ich bin kein Freund von ihm, muss ich auch nicht zu sagen. Es war gestern, ja, er hat sich ja zum Schluss, nachher die Minuten, die er gespielt hat, hat er sich ein bisschen gefangen. Aber naja, es war wieder so ein Fehler, Gegentreffer, Fehler und so weiter. Naja, lassen wir es einfach so stehen. Carvajal hat gestern wieder mitgespielt. Freut mich, paar Minuten nur, aber es hat mich gefreut, kam für Güler. Ja. Ja, und die anderen. Meso muss natürlich noch kurz erwähnt werden, sein erstes Profispiel mit 20. Da haben einige natürlich schon einige Spiele hinter sich. Er hat sein erstes Profispiel für Real gemacht und dann in der Champions League hat er 6,4 bekommen, aber da kann ich nicht viel zu sagen. Er hat ja auch nicht so lange gespielt. Er ist ja auch erst in der 83. Minute reingekommen. Ja, ein Wort natürlich zu Arda Güler, der Chef werden sollte. Aber das Ding ist, er hat gestern nicht so gut performt, ne? Also nicht so wie sonst. Und er hat natürlich auch nicht auf der 10 gespielt. Ne? Natürlich hat man ein bisschen gezwitscht im Spiel, aber grundsätzlich die Startaufstellung war er nicht auf der 10 auf jeden Fall. Ich sag ja nochmal, er muss auf die 10. Ne? Und Bellingham meines Erachtens auf die 8. Schon, also das von Anfang an. Und nicht anders. Aber das ist, ja. Und nochmal, da kommen wir genau das, was ich auch gesagt habe. Arda Güler kann nicht durchgehend perfekt spielen. Ne? Das ist ja genau, das kann natürlich sein, dass jetzt wieder welche kommen. Da habe ich doch gesagt. Und jetzt habt ihr ihn so hochgejubelt und jetzt spielt er nur noch, oder hat er ein schlechtes Spiel gemacht für manche. Ich habe das auch schon wieder so ein bisschen gelesen. Lass sie alle labern. Es ist, als wenn diejenigen immer 100% spielen können. Vini wird jetzt auf einmal natürlich, klar, man muss ihn hervorheben, das habe ich ja auch gemacht, das mache ich ja auch, weil eine 10 oder eine 10,0 ist eben perfekt. Er hatte eben alles perfekt gemacht, wir können ja mal bei ihm reingehen. Seine ganze Statistik schaut sehr, sehr gut aus und er war auch gut im Einsatz, wenn ich mir hier so ansehe, wo er rumgelaufen ist. Er hat einfach gestern mal richtig gut was gemacht. Ja, jetzt haben sie es hier rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht die Statistik sehen kann. Ja, das ist eben live hier. Egal, lassen wir so stehen. Vini hat eine 10 und perfekt. Ja, 6:1, so kann es weitergehen, würde ich mal behaupten. Aber ich
werde das alles noch entspannt sehen. Ich kann jetzt nicht überdreht das machen, weil man weiß ja nicht, ne? Monaco war jetzt nicht so stark, aber sie waren schon präsent am Anfang. Aber wir haben eben auch sehr gut jetzt gespielt. Wir können zwar noch besser spielen. Diese kurze Pause, die wir zwischen den ganzen Spielen hatten, hätte man, sage ich mal so, wie der FC Bayern, hätte man das weglassen können und durchpowern müssen eigentlich, dann wäre das auch noch höher ausgegangen. Es wäre so und so noch höher ausgegangen, hätte Vinny noch rübergespielt in der letzten Minute, hätte MAP noch sein drittes Ding gemacht, dann hätten wir 7-1 gewonnen, aber wir wollen ja nicht meckern, das ist schon so meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber Fakt ist, das muss natürlich in den nächsten Spielen so auf jeden Fall bleiben. Und der nächste Gegner ist eben Villarreal, wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich das hier sehe. Ja. Und da fängt es nämlich schon an, da wird es dann schon wieder spannend. Und am 24.01. Und das wird nicht so wie gegen Monaco werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ja, dementsprechend bin ich mal gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Spieler fandet ihr besser? Fandet ihr Arda Güler auch diesmal nicht so gut oder beziehungsweise so, wie er bewertet worden ist? Wie fandet ihr Vinny oder ist eine 10,0 zu viel? Das würde mich interessieren. Dann würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal, Freunde.